Hallo zum Teil 4 der Prüfungsfragen zur Amateurfunkprüfung und ohne große Vorrede setzen wir da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Beim letzten Video haben wir unterbrochen bei den Modulationsarten, Amplituden und Einseitenbandmodulation hatten wir schon. Was uns noch fehlt, ist FM, also die Frequenzmodulation. Welche Aussage zur Frequenzmodulation ist richtig? Die 4 Antworten sehen dann so ähnlich aus, wie wir sie gerade schon bei der Amplitudenmodulation hatten. Und die richtige Antwort ist in dem Fall Antwort C, denn auch hier sagt es der Name ja wieder, die Modulation erfolgt über Frequenzveränderungen. Die Amplitude des Trägers bleibt dabei idealerweise konstant. Was kann man tun, wenn der Hub bei einem Handfunkgerät oder Mobiltransceiver zu groß ist? A. Lauter ins Mikrofon sprechen, B. Mehr Leistung verwenden, C. Weniger Leistung verwenden oder D. Leiser ins Mikrofon sprechen. Ja, dazu muss man natürlich ein bisschen mehr zur Frequenzmodulation wissen. Ich kann da nur noch mal auf das Video verweisen. Bei der Frequenzmodulation schwankt die Frequenz ja mit der Modulation um einen Wert herum. Wie weit diese Frequenz dann nach oben und nach unten um ihren Mittelwert herum schwankt, das nennt man den Frequenzhub. Das ist hier gemeint. Und der Frequenzhub ist abhängig von der Modulation oder besser gesagt von der Modulationsstärke. Das heißt, je lauter der Ton wird, umso stärker ist dieser Frequenzhub. Wenn ich also den Hub verringern will, dann muss ich einfach leiser ins Mikrofon sprechen. Also auch wenn man hier nur eine von 4 Antworten ankreuzen muss, dann muss man doch im Hintergrund die ganze Argumentationskette kennen, um die richtige Antwort zu finden. Sie senden mit 2 Watt in FM auf dem 70 cm Band. Wie groß ist die angezeigte Sendeleistung, wenn Sie zuerst laut, danach leise und dann nicht mehr in das Mikrofon sprechen? Und wer jetzt Antwort D ankreuzt, der liegt falsch. Das ist ja sehr verlockend, weil man denkt, ja, wenn man laut reinspricht, dann sende ich mit mehr Leistung. Aber bei FM stimmt das ja nicht. Die Amplitude bleibt ja konstant und damit sende ich auch immer mit einer Leistung von 2 Watt. Mit der Modulation ändert sich ja nur der Frequenzhub. Die gesamte Bandbreite einer FM-Übertragung beträgt 15 kHz. Wie weit muss die am Transceiver eingestellte Sendefrequenz von einer Bandgrenze mindestens entfernt sein, damit die Aussendung innerhalb des Bandes bleibt? Die gesamte Bandbreite des Senders bedeutet ja, das ist der Abstand zwischen der niedrigsten und der höchsten Frequenz, die abgestrahlt wird. Die beträgt 15 kHz. Wir haben eine Mittenfrequenz, um die herum sich mit der Modulation die Frequenz ändert. Und damit ändert sie sich 7,5 kHz nach unten und 7,5 kHz nach oben. Und deshalb muss ich meine mittlere Sendefrequenz 7,5 kHz von der Bandgrenze entfernt halten, damit ich nicht über die Bandgrenze hinaus komme. Was ist in den Radio Regulations bezüglich der Morse-Qualifikation für Funkamateure festgelegt? Ich glaube, das interessiert auch jeden, der so eine Amateurfunkprüfung ablegen will. In den Radio Regulations werden bezüglich der Morse-Qualifikation keine Regelungen getroffen. B. Die nationale Verwaltung eines jeden Landes legt eigenständig fest, ob eine Morse-Prüfung erforderlich ist. C. Wer Frequenzen unter 30 MHz nutzen will, muss eine Morse-Prüfung ablegen. Oder D. Bei einer Sendeleistung von mehr als 100 Watt benötigt der Funkamateur den Nachweis einer erfolgreich abgelegten Morse-Prüfung. Die richtige Antwort ist Antwort B. Jedes Land legt eigenständig fest, wie die Morse-Qualifikation aussehen muss. Und da ist es in Deutschland so, dass es seit 2003 keine Pflicht mehr gibt, eine Morse-Prüfung abzulegen. Man kann das natürlich freiwillig tun. Mit welcher Geschwindigkeit sollten Sie einen Anruf in Morse-Telegrafie beantworten? In der Regel antworte ich A. genauso schnell oder langsamer als der Anruf, B. mit meiner gewohnten Geschwindigkeit,
C mit dem höchsten Tempo, das ich fehlerfrei geben kann, oder D mit einem Gebetempo von maximal 60 Zeichen pro Minute. Das ist wieder eine Antwort, die kann man mit etwas logischen Überlegen sich selbst herleiten. Wenn ich mit einer Station eine Verbindung aufnehmen will, dann richte ich mich natürlich nach dem Tempo, was der andere Funkamateur geben oder hören kann. Ich brauche nicht damit angeben, dass ich ja viel schneller geben kann als er, weil er versteht mich dann nicht. Also antworte ich in etwa dem gleichen Tempo oder sogar etwas langsamer. Dann bin ich sicher, dass er mir auch folgen kann. So ähnlich ist die nächste Frage auch nochmal. Was sollten Sie hinsichtlich der Geschwindigkeit bei Morsetelegrafie beachten? Ich gebe in der Regel A in dem Tempo, das mir am besten liegt, andere müssen sich an mich anpassen. B nicht schneller, als ich auch aufnehmen kann und passe mich an langsamere Stationen an. C so schnell ich kann, damit es nicht zu unnötigen Verzögerungen im Betriebsablauf kommt. D im international festgelegten Einheitstempo von 12 Wörtern pro Minute, um eine automatische Dekodierung zu ermöglichen. Wie würdet ihr hier entscheiden? Also Antwort A, andere müssen sich an mich anpassen, das wäre ein bisschen überheblich. Antwort C macht auch wenig Sinn. Wir sind hier nicht auf der Flucht, sondern machen Amateurfunk. Und Verzögerung im Betriebsablauf, das kennen wir höchstens von der Bahn. Also machen wir es kurz. Richtig ist Antwort B. Wenn ich selber schneller gebe, als ich aufnehmen kann, was in der Regel möglich ist, bei mir war es auch immer so, dass ich schneller geben konnte als aufnehmen, dann würde ich mich aber wundern, wenn der andere mir dann in meiner Geschwindigkeit antwortet. So, und wenn ich merke, dass ich schneller bin als die Gegenstation, dass der also noch nicht so zügig geben und lesen kann, dann passe ich mich natürlich dem an. Denn das Hauptziel ist ja nicht irgendwie hier einen Wettbewerb zu veranstalten, sondern man möchte ja gegenseitig Informationen austauschen und dazu muss man sich sicher verstehen können. Nächstes Kapitel. Welches Bauteil wird durch dieses Schaltzeichen symbolisiert? Antenne, Erde, Transistor oder Diode? Und die richtige Antwort ist Antenne. Und zu dem Thema habe ich auf diesem Kanal auch schon wenigstens ein Einführungsvideo gemacht. Wie wird die dargestellte Antenne bezeichnet? Endgespeiste Antenne, Groundplane-Antenne, Yagi-Uda-Antenne oder Dipol-Antenne? Ja, und wer das Antennenvideo gesehen hat, der weiß, dass wir es hier mit einem Dipol zu tun haben. Um die anderen Begriffe mal klarzustellen, eine endgespeiste Antenne ist eine Antenne, wo die Signaleinspeisung an einem Ende erfolgt. Das wäre zum Beispiel sowas hier. Bei einem Dipol erfolgt die Einspeisung ja in der Mitte. Eine Groundplane-Antenne, das ist sowas hier. Eine Yagi-Uda-Antenne oder kurz Yagi-Antenne, die besteht aus mehreren Elementen. Einen Dipol, wo das Signal eingespeist wird. Dann in der Hauptausbreitungsrichtung eine Reihe von sogenannten Direktoren. Und hinter dem Dipol dann ein Reflektor. Und das führt dazu, dass sie eine sehr starke Richtwirkung hat und damit aber auch einen sehr hohen Antennengewinn. Ihre selbstgebaute Dipolantenne ist unterhalb der gewünschten Frequenz resonant. Welche Änderungen können Sie vornehmen, um die Resonanz in den gewünschten Bereich zu bringen? A. Die Sendeleistung verringern. B. Beide Enden gleichmäßig kürzen. C. Die Sendeleistung erhöhen. Oder D. Beide Enden gleichmäßig verlängern. Die Resonanzfrequenz einer Antenne, die hängt von ihren Abmessungen ab. Und bei einem Halbwellendipol ist die gesamte Länge des Dipols die halbe Wellenlänge. Wenn jetzt der Dipol auf einer zu niedrigen Frequenz resonant ist, dann ist er zu lang. Das heißt, seine Resonanzwellenlänge ist zu lang. Um das zu reparieren, müssen wir dann beide Enden gleichmäßig kürzen, bis er dann die Länge der halben Wellenlänge der gewünschten Frequenz hat. Was wird durch dieses Schaltzeichen symbolisiert? Eine Diode, eine Batterie, eine Antenne, ja, das hatten wir schon, das kann es nicht sein. Oder D, die Erde, das ist auch die richtige Antwort. Auf die Art wird eine Erdverbindung angezeigt. Welche Antenne ist für eine 2 Meter QSO-Runde mit im Umkreis verteilten Funkamateuren am besten geeignet? A. Eine Ferritantenne, B. eine Rundstrahlantenne, C. eine Langdrahtantenne oder D. eine Yagi-Uda-Antenne.
Ferritantennen, das ist das, was man in transportablen Lang- und Mittelwellenempfängern früher verbaut hat oder die man auch zum Anpeilen von Sendern benutzen kann, zum Beispiel bei einer Fuchsjagd. Sie hat also eine Richtwirkung und wenn wir eine Runde haben mit Funkamateuren, die sich in allen möglichen Richtungen um mich herum befinden, dann ist eine Antenne mit einer Richtwirkung nicht so günstig. Deshalb ist B die richtige Antwort. Ich brauche eine Rundstrahlantenne, damit ich auch in alle Richtungen gleichmäßig senden und empfangen kann. Eine Langdrahtantenne ist eher was für Kurzwelle und eine Yagi-Antenne, die hat ja nun eine noch stärkere Richtwirkung als eine Ferritantenne. Die ist gut, um eine direkte Verbindung mit nur einem Funkamateur herzustellen, aber ich würde dann alle anderen so gut wie nicht hören. Welche Polarisationen unterscheidet man üblicherweise bei der Funkwellenausbreitung im Amateurfunk und wieso sollte man diese beachten? Das sind ja schon mehrere Fragen, deshalb sind die Antworten auch so lang. A. Man unterscheidet transversale, longitudinale und orthogonale Polarisation. Die Polarisation des Funkgeräts muss an das Stromnetz angepasst sein, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Hört sich schon sehr unsinnig an. B. Man unterscheidet parallele, koaxiale und drahtlose Polarisation. Die Polarisation der Antennenkabel muss auf die Antennen abgestimmt sein, um Verluste zu minimieren. C. Man unterscheidet horizontale, vertikale sowie links- und rechts zirkulare Polarisation. Die Polarisation von Sende- und Empfangsantenne sollten angeglichen sein, um eine verlustarme Übertragung zu gewährleisten. Und Antwort D, man unterscheidet kohärente, inkohärente und korrelierende Polarisation. Die Polarisation der Funkwellen sollte regelmäßig geändert werden, um die Störfestigkeit zu erhöhen. Also da sind schon ein paar lustige und absurde Antworten dabei. Richtig ist hier natürlich Antwort C. Es gibt eine horizontale, vertikale und eine zirkulare Polarisation. Und die Polarisation von Sende- und Empfangsantenne sollten gleich sein, damit wir eine optimale Übertragung haben. Mehr dazu könnt ihr euch, wie gesagt, in dem Video zu den Antennen angucken. Ja, interessant finde ich ja bei Antwort B hier drahtlose Polarisation. Ich dachte eigentlich, wenn wir funken, dann ist das immer drahtlos. Ja, ist schon lustig. Zwischen VHF oder UHF, Transceiver und Antenne soll ein Koaxialkabel verwendet werden. Welche Aspekte sind neben dem richtigen Wellenwiderstand bei der Kabelauswahl zu beachten? A. Die Dämpfung sinkt mit zunehmender Länge und Frequenz. B. Die Kabellänge hat keinen Einfluss auf die Kabeldämpfung. C. Die Frequenz hat keinen Einfluss auf die Kabeldämpfung. Und D. Die Verluste steigen mit zunehmender Länge und Frequenz. Ja, das ist die einzig logische Antwort. Natürlich steigen Verluste, wenn ich ein sehr langes Kabel anschließe. Und warum steigen die Verluste mit der Frequenz? Jedes Kabel besteht ja aus zwei Leitern, die durch eine Isolation voneinander getrennt sind und das ergibt einen Kondensator. Und jeder Kondensator wird mit steigender Frequenz immer durchlässiger, das heißt, der Widerstand wird immer kleiner. Was bedeutet, je höher die Frequenz ist, umso mehr von dieser Energie wird quasi direkt über die Isolation zwischen den beiden Leitern ausgetauscht und kommt dann am Ende des Kabels gar nicht an. Koaxialkabel weisen typischerweise folgende Wellenwiderstände auf. A 60, 120 und 240 Ohm, B 50, 60 und 75 Ohm, C 50, 75 und 240 Ohm, D 50, 300 und 600 Ohm. Richtig ist hier Antwort B. Koaxialkabel haben eher einen sehr niedrigen Wellenwiderstand. Mit welchem Messgerät lässt sich die Antennenanpassung bestimmen? A. Stehwellenmessgerät, B. Feldstärkemessgerät, C. Frequenzzähler, D. Multimeter. Also mit einem Multimeter kann man da relativ wenig anfangen. Ein Frequenzzähler, der ist eher dazu da, eine Frequenz zu messen und keine Anpassung. Feldstärkemessgerät, naja, da kann man nicht direkt die Anpassung bestimmen. Was man da messen könnte, wäre, wenn ich verschiedene Konfigurationen nehme, ändert sich die Feldstärke, wird sie besser oder schlechter. Ich kann also nur Vergleiche anstellen. Das richtige Messgerät zum Bestimmen der Antennenanpassung ist ein sogenanntes Stehwellenmessgerät oder Stehwellenmeter. Was es damit genau auf sich hat, das wäre was für ein Antennenvideo Teil 2. Das würde hier viel zu weit führen.
Ich kann nur so viel sagen. Wenn ich ein Signal über eine Antennenleitung an die Antenne schicke, dann wird die gesamte Energie nur bei absolut perfekter Anpassung auch über die Antenne abgestrahlt. Stimmt die Anpassung nicht, dann läuft ein Teil der Energie wieder als Welle zurück an die Sendeendstufe und geht verloren. Wenn das SWR-Meter, also das Stehwellenmessgerät, auf der einen Seite mit der Antenne verbunden ist, was muss dann auf der anderen Seite angeschlossen werden, um Reflexionen zu messen? A. Ein Dummy-Load, also ein Ersatzwiderstand, B. Ein Antennenschalter, C. ein Netzteil oder D. ein Transceiver. Na, logischerweise muss ich am anderen Ende mein Sendeempfangsgerät haben, wenn ich die Anpassung an die Antenne messen möchte. Also D ist richtig. Bei welchem Stehwellenverhältnis ist eine Antenne am besten an die Speiseleitung angepasst? Um das zu verstehen, müssten wir uns natürlich noch mal ein bisschen genauer mit den Stehwellen beschäftigen. Hier kann ich einfach nur die richtige Antwort nennen, die ist B1. Warum muss ein Funkamateur Kenntnisse zum Personenschutz in elektromagnetischen Feldern haben? A, damit er seinen Sender optimal an die Antenne anpassen kann. B, weil eine Standortbescheinigung der Bundesnetzagentur hierfür nicht gültig wäre. C, weil zu hohe Feldstärken in Antennennähe schädigend auf den menschlichen Körper wirken können. Und D, damit er bei einem Stromunfall als Ersthelfer tätig werden kann. Also es geht hier um die elektromagnetische Abstrahlung und dass die für Menschen nicht gerade unbedingt gesund ist. Das sollte ein Amateurfunker wissen und deshalb braucht er eben Kenntnisse, wie elektromagnetische Felder sich auf Personen auswirken können und er seine Anlage dann entsprechend einrichten kann. Richtig ist also Antwort C. Jetzt reden wir mal darüber, was diese Abkürzungen hinter den Sendeleistungen bedeuten, die wir in der Übersicht über die erlaubten Sendeleistungen für die einzelnen Amateurfunkklassen uns angesehen haben. Dabei spielt die Größe des Antennengewinns eine Rolle. Auch das könnt ihr euch nochmal im Antennenvideo ansehen. Die erste Frage ist, die effektive Strahlungsleistung, ERP, ist die von einer Antenne abgestrahlte Leistung bezogen auf einen Halbwellendipol, B, von einer Antenne abgestrahlte Leistung bezogen auf einen Isotropenstrahler, C, von einem Isotropenstrahler abgestrahlte Leistung bezogen auf eine Antenne oder D, von einem Halbwellendipol abgestrahlte Leistung bezogen auf eine Antenne. Also erstmal geht es darum, wie viel strahlt meine Antenne ab im Vergleich zu irgendeiner Bezugsantenne. Deshalb kommt nur Antwort A oder B in Frage. Ja, und in dem Fall ist die Antwort A richtig. Es ist die von einer Antenne abgestrahlte Leistung bezogen auf einen Halbwellendipol. Was bedeutet das jetzt genau? Eine Antenne mit einer besseren Richtwirkung als ein Halbwellendipol hat gegenüber diesem einen Gewinn. Das heißt, sie strahlt die Leistung konzentrierter in eine Richtung ab. Und um diese effektive Strahlungsleistung zu berechnen, müssen wir jetzt die Sendeleistung mit dem sogenannten Antennengewinnfaktor multiplizieren. Nehmen wir also an, wir haben eine Sendeleistung von 50 Watt und unsere Antenne hat gegenüber einem Halbwellendipol einen Gewinn von 2. Also der Faktor 2, nicht 2 Dezibel, das ist was anderes. Dann muss ich diese 50 Watt mal 2 nehmen. Damit ergibt sich eine effektive Strahlungsleistung von 100 Watt. Bei der nächsten Frage geht es dann um den Zusatz EIRP. Das ist die von der Antenne abgestrahlte Leistung bezogen auf einen Isotropenstrahler. Also auch hier ist Antwort A richtig. Ein isotroper Strahler, das ist ein perfekter Rundumstrahler. Das ist eine rein theoretisch angenommene Antenne, weil so einen perfekten Rundumstrahler gibt es in der Realität nicht. Man muss jetzt also den Antennengewinn gegenüber diesem Isotropenstrahler multiplizieren mit der Sendeleistung. Und hier noch ein kleines Rechenbeispiel. Sie sind Inhaber einer Zulassung für den Amateurfunkdienst der Klasse N und nutzen ein Funkgerät mit 5 Watt Senderausgangsleistung. Dürfen Sie bei Sendebetrieb im 2-Meter-Band eine direkt angeschlossene Antenne mit Gewinnfaktor 2,5 bezogen auf den isotropen Kugelstrahler verwenden. Also rechnen wir aus, 5 Watt Senderausgangsleistung mal Gewinnfaktor 2,5 ergibt 12,5 Watt. Mit der Klasse N dürfen wir aber im 2-Meter-Band maximal mit einer Strahlungsleistung von 10 Watt EIRP senden.
Und deshalb ist Antwort A richtig. Wir würden die Leistung überschreiten und dürfen deshalb diese Antenne nicht benutzen. Was stellt folgendes Blockdiagramm dar? Ein Sender, eine Relaisfunkstelle, ein Empfänger oder ein Tongenerator. Dazu müsste man jetzt die Symbole in diesem Blockschaltbild einigermaßen verstehen. Wir haben links eine Antenne, dann kommt ein Filter, das filtert uns den gewünschten Sender heraus. Danach haben wir einen Verstärker, in dem Fall einen Hochfrequenzverstärker. Anschließend wird das Signal demoduliert, damit wir die Niederfrequenz bekommen. Die wird dann auch nochmal verstärkt und die wird dann ausgegeben über einen Lautsprecher, Kopfhörer oder ähnliches. Das ist also ein Empfänger. Worauf bezieht sich die Empfindlichkeit eines Empfängers? A. Auf die Fähigkeit, starke Signale zu unterdrücken. B. Auf die Bandbreite des Hochfrequenzvorverstärkers. C. Auf die Stabilität des VFO, das ist ein frequenzveränderlicher Oszillator. Oder D. Auf die Fähigkeit, schwache Signale zu empfangen. Genau das ist richtig. Die Empfindlichkeit sagt aus, wie gut ein Empfänger schwache Signale empfangen kann. Was stellt jetzt dieses Blockdiagramm dar? Da haben wir jetzt einen Sender. Am Anfang steht das Mikrofon, am Ende haben wir die Antenne, die unsere Signale aussendet. Was bedeuten denn jetzt die einzelnen Symbole in diesem Blockschaltbild? Da haben wir hier 4 verschiedene Varianten. Wir gehen es mal durch. Vorne also das Mikrofon, dann folgt ein Mikrofonverstärker, um erstmal ein anständiges Niederfrequenzsignal zu bekommen. Die zweite Baugruppe, das ist ein Mischer. Hier wird die vom Generator Nummer 3 erzeugte Hochfrequenz mit der Niederfrequenz gemischt. Hier findet also die Modulation statt. Danach kommt ein Filter, was dann nur die Frequenzen durchlässt, die wir auch brauchen. Stufe 5 ist dann der Hochfrequenzverstärker, also meine Senderendstufe. Und an Position 6 haben wir dann noch einmal einen Filter. Das ist notwendig, weil bei einer hohen Verstärkung auch wieder Frequenzen entstehen können, die wir nicht abstrahlen wollen, also Oberwellen. Und die müssen wir nochmal gesondert ausfiltern. Die Kennlinien der Bauelemente, die wir in den Verstärkern benutzen, die sind ja nie ganz linear. Und deshalb entstehen bei großer Aussteuerung dort auch Oberwellen. Und die dürfen wir eben nicht abstrahlen. Welche technischen Anforderungen stellt die Amateurfunkverordnung unter anderem an eine Amateurfunkstelle? A. Sie ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik einzurichten und zu unterhalten. B. Das Sendesignal muss über ein Koaxialkabel der Antenne zugeführt werden. C. Alle für den Sendebetrieb notwendigen Geräte müssen über ein CE-Zeichen verfügen. Oder D. Sie darf bauartbedingt keine höheren Leistungen erzeugen, als der Besitzer verwenden darf. Fangen wir mal hinten an. Die Beschränkungen, die für bestimmte Amateurfunkklassen gelten, sagen ja nur etwas darüber aus, mit welcher Ausgangsleistung ich senden darf. Das verbietet nicht, dass die Funkstation prinzipiell auch höhere Leistung erzeugen könnte und muss die Leistung dann entsprechend so einstellen, dass ich die zugelassenen Grenzwerte nicht überschreite. Aber prinzipiell kann so eine Senderstation auch eine höhere Leistung erzeugen. Müssen die Geräte alle über ein CE-Zeichen verfügen, also dann wird es wahrscheinlich keine selbstgebauten Geräte mehr geben, denn eine CE-Zertifizierung für ein einzelnes Gerät, die kann kein Mensch bezahlen. Das Sendesignal muss über ein Koaxkabel an die Antenne angeschlossen werden. Ja, warum denn? Ich kann genauso gut eine Zweidrahtleitung verwenden, das verbietet mir niemand. Richtig ist A, die Amateurfunkstelle muss den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen und auch so betrieben werden. Was verstehen Funkamateure unter einem Logbuch? Es ist das Stationstagebuch, das ein Funkamateur freiwillig führt oder in besonderen Fällen führen muss. Oder es ist das Stationstagebuch, das jeder Funkamateur führen muss. Oder C, es ist die Dokumentation aller Geräte und Antennen des Funkamateurs. Oder es ist die Dokumentation über die Einhaltung der Sicherheitsabstände bezüglich des Personenschutzes. Es dürfte relativ klar sein, dass das so eine Art Tagebuch ist, in dem dann alle getätigten Verbindungen und Ähnliches nachgewiesen werden. Die Führung so eines Stationstagebuches ist freiwillig. In besonderen Fällen kann das aber angeordnet werden, dass man es führen muss. Antwort A ist also richtig. Und jetzt ist die Frage, wann muss man denn so ein Logbuch führen?
Ja, also wann muss der Funkamateur Angaben über den Betrieb seiner Amateurfunkstelle schriftlich festhalten, zum Beispiel als Logbuch? A. Auf Verlangen der Bundesnetzagentur, B. bei Funkbetrieb auf der Kurzwelle, C. in den ersten 12 Monaten nach der Zulassung oder D. bei internationalem Funkbetrieb. Richtig ist hier Antwort A. Wenn die Bundesnetzagentur von mir verlangt, dass ich für eine gewisse Zeit ein Logbuch führen muss, dann muss ich das tun. Da ergibt sich jetzt das nächste Frage, warum könnte denn die Bundesnetzagentur von mir sowas verlangen? Ja, also zu welchen Zwecken kann die Bundesnetzagentur schriftliche Nachweise über den Funkbetrieb verlangen? A. Als Nachweis für die Einhaltung von Grenzwerten nach dem Bundesemissionsschutzgesetz. B. Zur Untersuchung von Störungsursachen oder zur Klärung frequenztechnischer Fragen. C. Als Nachweis zur Abrechnung der Frequenznutzungsbeiträge. Oder D. Zur Überprüfung der Qualifikation des Funkamateurs und des Inhaltes seiner Aussendungen. Also in so einem Logbuch wird weder eine Aussage darüber gemacht, was da gesendet wurde, also der Inhalt der Aussendungen spielt da keine Rolle. Genauso wenig lässt sich damit die Qualifikation des Funkamateurs überprüfen, höchstens ob er schreiben und lesen kann. Die richtige Antwort ist B. Zur Untersuchung von Störungsursachen oder zur Klärung frequenztechnischer Fragen. Wenn sich zum Beispiel Nachbarn über Funkstörungen beschweren, dann sucht die Bundesnetzagentur natürlich nach dem Verursacher. Und anhand so eines Logbuchs kann man dann feststellen, ob die Störungen immer genau dann auftreten, wenn der Funkamateur auf Sendung ist. Was ist bei der Erstellung eines Computerlogbuchs bei angeordneter Logbuchführung zu beachten? A. Die Daten müssen wie auch beim Papierlogbuch über eine bestimmte Zeit einsehbar sein. B. Die Logdatei muss auch mit einem Textverarbeitungsprogramm gelesen werden können. C. Es muss jederzeit ein Ausdruck des Logbuches vorhanden sein. D. Es muss zusätzlich ein herkömmliches Papierlogbuch geführt werden. Also C und D macht irgendwie keinen Sinn, da brauche ich kein Computerlogbuch. Wichtig ist, die Daten müssen für einen bestimmten Zeitraum aufbewahrt werden, damit man da nochmal nachsehen kann. Richtig ist also Antwort A. Über eine QSL-Karte haben wir ja schon mal geredet. Was ist denn das nun eigentlich? A. Die Bescheinigung über die Mitgliedschaft in einer Amateurfunkvereinigung. B. Eine Reservierungsbestätigung für die Teilnahme an einer Amateurfunkrunde. Sie sichert dem Funkamateur einen Listenplatz in der Runde. C. Eine Landkarte, in der Standorte für ortsgebundene Funkwettbewerbe eingezeichnet sind. Oder D. Die Bestätigung einer Amateurfunkverbindung. Sie dient zum Beispiel als Beleg bei der Beantragung von Amateurfunkdiplomen. Ich glaube, das hatten wir schon ausführlich erklärt. Es ist natürlich der Nachweis oder die Bestätigung für eine zustande gekommene Verbindung. Antwort D ist richtig. Welche Angaben sollten QSL-Karten mindestens enthalten? Hier ist die richtige Antwort B. Also mindestens muss auf der QSL-Karte stehen das verwendete Rufzeichen, das Rufzeichen der Gegenstation, Datum und Uhrzeit der Verbindung, auf welchem Frequenzband ist die Verbindung zustande gekommen und mit welchem Übertragungsverfahren und der Signalreport, also diese RST-Werte. Was sollten Sie bei der Eintragung von Uhrzeiten in QSL-Karten beachten? Sie sollten in der koordinierten Weltzeit, UTC, eingetragen werden, um Funkpartnern im Ausland das Auffinden im Logbuch zu erleichtern. Also wenn jeder seine lokale Uhrzeit benutzen würde, dann würde der Vergleich relativ schwierig sein. Deshalb benutzt man eine einheitliche Zeitangabe, die koordinierte Weltzeit UTC. Und die ist unsere mitteleuropäische Zeit minus 1 Stunde. Und während der Sommermonate, wenn die Sommerzeit gilt, ist es die mitteleuropäische Sommerzeit minus 2 Stunden. Was ist Split-Verkehr? A. Senden und empfangen auf unterschiedlichen Frequenzen. B. Teilen einer Frequenz zwischen 2 Relaisfunkstellen. C. Verwenden von mehr als einem Funkgerät. Oder D. Nutzung unterschiedlicher Übertragungsverfahren in einem QSO. Richtige Antwort ist A. Man empfängt auf einer anderen Frequenz, als man sendet. Sowas wird vor allen Dingen gerne gemacht von Stationen, die sehr gefragt sind, weil sie nur selten auf Sendung sind oder aus einer absolut entlegenen Region kommen, wo man selten eine Verbindung hinbekommt, zum Beispiel irgendeine Insel mitten im Pazifik. Welchen Zweck hat das? Wenn also diese Station jetzt einen allgemeinen Anruf sendet, dann würden natürlich jetzt jede Menge Stationen versuchen, auf diesen Anruf zu antworten. Und da könnte dann diese Station in diesem ganzen Gewusel auf der Frequenz untergehen.
Deshalb werden dann die Antworten auf diesen Anruf auf einer anderen Frequenz gesendet, damit die Frequenz, auf der diese begehrte Station den allgemeinen Anruf sendet, sauber bleibt. So, das muss man natürlich ansagen, weil sonst kommt keine Verbindung zustande. Wie macht man das? Eine Station gibt am Ende ihres CQ-Rufes 5 up. Was bedeutet diese Angabe und was ist zu beachten? 5 up bedeutet, dass die rufende Station möchte, dass man auf einer Frequenz 5 kHz über ihrer Sendefrequenz antwortet. Richtig ist hier also Antwort C. Die rufende Station hört 5 kHz oberhalb ihrer eigenen Sendefrequenz. Ich muss also meinen Anruf 5 kHz höher senden. Was ist der Zweck eines Amateurfunk-Wettbewerbs, auch bekannt als Contest? Ja, da geht es um das Gewinnen von Preisgeldern oder die stetige Verbesserung von Amateurfunkanlagen und Betriebstechnik oder um die Erlangung eines Amateurfunkzeugnisses oder man testet die Störfestigkeit der Empfangsgeräte der Nachbarn. Wenn man bisher die Fragen ein bisschen aufmerksam verfolgt hat, dann muss man jetzt hier nicht lange raten. Es geht hier nicht um irgendwelche Preisgelder. Amateurfunk ist kein gewinnorientiertes Hobby. Auch ein Amateurfunkzeugnis kann man nicht erwerben, dazu muss man die Prüfung ablegen. Und man will jetzt auch nicht die Störfestigkeit seiner Nachbarn testen. Es dient einzig und allein dem, wozu Amateurfunk allgemein dient, der stetigen Verbesserung von Amateurfunkanlagen und der Betriebstechnik. Sie nehmen an einem Amateurfunkwettbewerb teil. Welche Informationen sollten Sie in einem QSO austauschen? A. Ich beschränke mich auf das Rufzeichen, damit ich schnell möglichst viele Verbindungen erzielen kann. B. Ich entscheide für jede Verbindung einzeln, welche Daten ich sende, damit ich nicht zu viel über mich preisgebe. C. Ich sende Rufzeichen, Signalrapport, Name, Standort und Stationsbeschreibung, damit das Logbuch der Gegenstation vollständig ist. Oder D. Ich übermittle die in der Ausschreibung festgelegten Daten, damit die Verbindung gewertet wird. Gehen wir die Antworten mal durch. Sich nur auf das Rufzeichen zu konzentrieren, das wäre vielleicht ein bisschen wenig. B. Ich entscheide für jede Verbindung einzeln, welche Daten ich sende, damit ich nicht zu viel über mich preisgebe. Also wenn ich ein Problem mit dem Datenschutz habe, nur weil ich mein Rufzeichen und meinen Standort vielleicht nenne, dann sollte ich mir besser ein anderes Hobby suchen. Ich muss auch nicht wie in Antwort C da einen halben Roman übermitteln, denn bei Amateurfunkwettbewerben geht es ja meist um Geschwindigkeit bzw. möglichst viele Verbindungen in einer bestimmten Zeit herzustellen. Am besten ist, Antwort D, man richtet sich nach der Ausschreibung des Contestes, also immer schön die Bedingungen für diesen Wettbewerb durchlesen. Warum ist der Informationsaustausch bei Verbindungen in einem Amateurfunkwettbewerb besonders kurz? Das hatten wir ja eigentlich schon gesagt, um in der vorgegebenen Zeitdauer möglichst viele Verbindungen herzustellen. Welche besonderen Regelungen gilt in einem Sprint-Contest? Ja, das ist ein Fachbegriff, den kennt man oder man kennt ihn nicht. Das hört sich jetzt irgendwie nach besonders schnell an. Die richtige Lösung ist, nach jeder Verbindung überlässt die CQ-rufende Station die Frequenz der Gegenstation. Das ist ja eigentlich entgegen dem, was normalerweise üblich ist. Eigentlich gehört die Frequenz ja der ursprünglich rufenden Station, aber in diesem Contest geht es gerade darum, dass man nach jedem allgemeinen Anruf sich wieder eine neue Frequenz sucht. Also Antwort A ist hier richtig. Dieses war der 4. Streich und der 5. folgt zugleich. Wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder zum letzten Teil der Prüfungsfragen zur Amateurfunkklasse N.